Hallihallo. Für 3 Tage lege ich die Motorradstiefel ab. Ich dachte, Le-Lavandou wäre nur eine Fahrpause, aber schon das Haus, in dem ich untergekommen bin, wurde zum ersten großen Wow-Moment. Der Vollständigkeit halber habe ich auch ein kleines Video über meine Zeit hier gemacht. Die Pause tut gut und auch entlang der Küste gibt es einiges zu entdecken. Ich bin bei einer guten Freundin untergekommen, die hier regelmäßig aufschlägt und eine große Ferienwohnung gemietet hat, in der ich ebenfalls unterkommen konnte. Sie hat mir ein paar Highlights in der Ecke gezeigt, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Tatsächlich war schon das Haus und der Garten eine kleine Show für sich. In einem so schönen Ambiente ist man nicht so oft. Und ich habe es wirklich genossen. Im Garten standen unzählige Pflanzen aus der Region und wahrscheinlich auch aus Nordafrika, wie in einem kleinen botanischen Garten. Sogar eine Buhlbahn gab es. Und das Highlight war die schattige Terrasse unter dem Rundturm mit einem Ausblick, der einfach hängen bleibt. Ja, und am ersten Abend ging es dann natürlich zum Strand nach Saint-Clair, was auch zu Le-Lavandou gehört, und eine gute Pizza mit Meerblick. Bevor es am Nachmittag an den Strand geht, besuchen wir einen Ort, der nur ein paar Minuten von Le-Lavandou entfernt liegt und den man unbedingt besuchen sollte: die Domaine du Rayol. Gegründet wurde das Anwesen um 1910 von einem Pariser Geschäftsmann, der sich hier das Hotel de la Mer direkt über der Bucht erbauen ließ. Später wurde es zum privaten Luxusanwesen eines Flugzeugbauers und heute ist es ein geschütztes Naturparadies direkt an den Klippen. Das Konzept ist genial. Die Domaine ist kein klassischer botanischer Garten, sondern eine botanische Weltreise. Hier wachsen Pflanzen aus allen Regionen der Erde, die das gleiche Klima teilen. Von australischen Eukalyptusbäumen über chilenische Kakteen bis hin zu südafrikanischen Sukkulenten. Als Besucher wandert man durch die Natur verschiedener Länder und immer wieder öffnet sich zwischen den Palmen und Bäumen dieser unglaubliche Blick auf das tiefblaue Mittelmeer. In den 70er Jahren sollte hier alles für Beton-Urlaubskomplexe platt gemacht werden. Ein Glück, dass dieses Stück Erde gerettet wurde. Heute ist es staatlich geschützt und wird von der Küstenschutzbehörde gepflegt und betrieben. Ja, und nach all den Eindrücken dort war der Strand am Nachmittag genau das Richtige. Heute sind wir zuerst nach Ramatuelle in der Nähe von Saint-Tropez gefahren. Und dieses Dorf ist architektonisch ein echtes Phänomen. Es liegt auf einer Hügelspitze und von oben sieht es aus wie ein perfekt geschwungenes Schneckenhaus. Die Gassen wurden im Mittelalter absichtlich so spiralförmig angelegt, um Piraten und Angreifer zu verwirren. Ob der Name Ramatuelle nun auf die alten keltischen Ureinwohner zurückgeht oder vom arabischen Ramat Allah, also der Gnade Gottes, abstammt, ist bis heute ein ungelöstes Rätsel. Vom geschichtsträchtigen Bergdorf geht es jetzt hinunter zum Strand von Pampelonne. Genau hier wurde in den 50er Jahren der Mythos der Côte d'Azur geboren, als Brigitte Bardot für Filmdrehs anrückte und diesen damals noch völlig unberührten Strand weltberühmt machte. Und aus der einfachen Holzhütte, in der die Filmcrew verköstigt wurde, entstand der Club 55, heute der legendärste Promi-Beach-Club der Welt. Im Sommer ankern hier die Megayachten der High Society, aber wichtig für euch zu wissen, außerhalb der Beachclubs kann man hier immer noch einfach sein Handtuch in den Sand legen und den Strand genießen. Pampelonne ist trotz allem Glamour immer noch ein Ort, an dem jeder sein Plätzchen findet. Zum Abschluss meiner Zeit rund um Le-Lavandou steuere ich noch ein echtes architektonisches Phänomen an: Port Grimaud. Von außen sieht es aus wie ein jahrhundertealtes Fischerdorf, tatsächlich wurde diese Lagunenstadt aber erst in den 1960er Jahren auf dem Reißbrett entworfen. Statt Straßen gibt es hier Kanäle und statt einer Garage hat fast jedes Haus einen eigenen Bootsanlegeplatz direkt vor der Wohnzimmertür. Autos müssen draußen bleiben und hier bewegt man sich nur zu Fuß oder mit dem Boot. Nach so vielen Kilometern und Eindrücken tut es einfach gut, den Tag entspannt ausklingen zu lassen und natürlich die französische Küche zu genießen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Im nächsten Video lassen wir das Mittelmeer hinter uns und es wird alpin. Vorbei am Gorge du Verdon geht es hoch hinauf zu einem der genialsten Aussichtspunkte der gesamten französischen Alpen, der Mont Colombier. Wenn ihr diesen Ritt nicht verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da und einen Daumen hoch. Wir sehen uns in den Bergen.